Hören wir uns mal an, was die liebe Sascha zu sagen hat. Sonntag 18 Uhr. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einem neuen Video mit eurem Girl. Das Thema ist heute sehr brisant. Auch wenn es auf den ersten Blick harmlos wirkt, ist es viel, viel spannender, als ihr es euch vorstellen könnt. Es geht nämlich um Wasser. Einen weiteren Übertragungsweg von Parasiten auf den Menschen haben allerdings die wenigsten auf dem Schirm. Das Wasser aus der Leitung. Leitungswasser hat fast jeder von uns schon einmal getrunken. Doch nur die wenigsten wissen, dass dieses Wasser nicht sauber ist. Einige von euch, okay, es war eine, ich lüge nicht, es war eine Person. Sie hat mich auf Instagram kontaktiert und meinte so, hey Sascha, du bist wundervoll, fantastisch, toll, hübsch. Und ich habe hier einen Vorschlag für dich. Und zwar gibt es da aktuell eine Firma, die wirklich so penetrant vertreten ist. Jeder soll Aqua Global kennen, jeder soll dieses Gerät zu Hause haben am besten. Wenn ich nicht gerade ausdenken könnte, hätte ich mir es auch direkt bestellt, aber dann habe ich doch noch mal 2 Minuten drüber nachgedacht und war so, da ist doch irgendwas faul. Die Menschen ein bisschen aufzuklären, etwas Gutes zu tun. Schlechte Werbung hat in diesem Moment seinen Höhepunkt erreicht. Und zwar wird hier die altbewährte Methode genutzt, Angst. In einigen Gegenden Deutschlands enthält Trinkwasser zu viel Uran. Kolibakterien wurden im Trinkwasser nachgewiesen. Rückstände von Medikamenten in der Leitung. Mir geht es lediglich darum, dass ihr euch etwas aufgeklärt fühlt über Wasser, allgemein der Zustand. Wasser ist ein Grundbedürfnis, Wasser soll sauber sein, Wasser soll gesund halten und für sonst nichts anderes sorgen. Stories wie diese findet man in diversen Highlights, wo von schlechtem Leitungswasser geredet wird und dass angeblich Ärzte das auch so sehen. Und zufälligerweise wird dabei auch ein Produkt promotet. Also ich habe mich vor 2 Jahren für die mit Festanschluss Mini-Touch entschieden. Doch was ist dran? Um das zu erfahren, müssen wir ganz, ganz vorne beginnen, und zwar beim Wasser. Ich bin ein riesen Fan von stillem Leitungswasser. Doch wo kommt unser Leitungswasser eigentlich her? In Deutschland bereiten die Wasserwerke laut Umweltbundesamt den größten Teil des Trinkwassers, also rund 70%, aus Grund- und Quellwasser. 12% kommen aus Seen und Talsperren und 1% aus Flusswasser. Die übrigen 17% sind eine Mischung aus Oberflächen- und Grundwasser. Es gibt diverse Videos dazu, wie Wasser gefiltert wird, wie es durch eine Kläranlage läuft. Ich habe auch mal als Kind einen Ausflug gemacht zu einer Klärwerkanlage. Also ich glaube, das ist so ein Ding, was man üblicherweise in der Grundschule macht. Also deswegen hier ein kleiner Grundkurs, wie das Wasser denn gereinigt wird, denn diesen Influencern zufolge ist es ja super scheiße eigentlich. Also da ist ja super viel, aber ist es... Oh, also sehr viel Input und sehr viele Informationen mit Quellenangaben finde ich sehr, sehr gut. Jeder, der hier recherchieren möchte, nachlesen möchte, hat hier seine Quellen. Ihr könnt nachschauen, was sie sagt, stimmt, wenn man den Quellen nachgeht. Ich habe jetzt die Quellen nicht angeschaut, aber ich finde das sehr gut, dass sie Quellen einbaut, dass sie das Ganze so gut beleuchtet. denn wahr? Die Aufbereitung ist nämlich unterschiedlich aufwendig, je nachdem, woher das Wasser kommt. Grundwasser wird durch seinen Weg durch die verschiedenen Bodenschichten auf natürliche Weise filtriert und biologisch gereinigt. Je nach regionaler Beschaffenheit des Gesteins müssen die Wasserwerke aber zum Beispiel noch Eisen, Mangan und Kohlensäure entfernen. Trinkwasser wird ständig durch Wasserversorger kontrolliert. Und somit ist Trinkwasser das bestkontrollierste Gut in Deutschland und erreicht eine Qualitätsstufe von gut bis sehr gut. Es wird immer wieder kontrolliert und selbst in den letzten Jahrzehnten sind die dazugehörigen Grenzwerte immer mehr verschärft worden. Das heißt, durch moderne Aufbereitungstechniken sind Qualitätsprobleme im Trinkwasser in der Regel ausgeschlossen. Wasserversorger sind für die Qualität des Wassers zuständig und sie werden von Gesundheitsämtern überwacht. Genauso sind aber auch Hausbesitzer für das Wasser im Haus zuständig. Beispielsweise euer Vermieter ist dafür zuständig, wie gut euer Wasser ist. Das spielt nämlich vor allem eine Rolle bei Häusern, die vor 1970 gebaut wurden, da in der Zeit oder beziehungsweise in der Zeit davor insgesamt Bleirohre verlegt wurden und Blei ja nun mal sehr gefährlich ist und wenn da das Wasser durchfließt, Blei sich nun mal absetzen kann. Seit 2013 müssen aber Vermieter und Hausbesitzer Bleirohre auswechseln. Auch Kalk- und Medikamentenrückstände werden als problematisch dargestellt und als etwas sehr, sehr Gefährliches. Du könntest auch genauso gut einen Stein lecken und einen Stein essen, weil die Mineralien im Wasser sind gleich Kalk. Okay, das mal nebenbei. Der Kalkgehalt des Leitungswassers wird als Härtegrad bezeichnet, ab welcher Konzentration das Wasser hart
oder weich ist. Und das ist besonders entscheidend für Haushaltsgeräte. Kalk, der das Wasser hart oder weich macht, schmecken wir beispielsweise durch den Geschmack oder sehen wir an der Trübheit des Wassers. Ansonsten gibt es aber keinen anderen Indikator dafür. Wir merken das weder in unserem Körper noch in irgendwas anderem, außer an unseren Haaren vielleicht. Da muss man eben Creme benutzen, muss man eben Pflegeprodukte benutzen. Ansonsten werdet ihr aber nicht von Kalk sterben. Es ist aber ungesund, hartes Wasser zu trinken. Grundsätzlich passiert gar nichts. Also wenn wir viel Kalzium zu uns nehmen, dann reicht es immer noch nicht aus, um unseren Nährstoffhaushalt damit zu decken. Nur eben in unserem Wasserkocher, in den Kochtöpfen kann es nervig werden, aber lässt sich auf jeden Fall wieder beheben und nicht gesundheitsschädlich. Das Thema Medikamente ist auch eigentlich relativ entspannt. Über unseren Urin gelangen Reste auf jeden Fall ins Abwasser. Aber die Problematik ist oft ein bisschen komplexer. Das heißt, man findet sie schon in Trinkwasser, aber noch lange nicht so bedenklich, wie es eigentlich dargestellt wird. Und es ist weit unterhalb der schädigenden Wirkung. So, jetzt habt ihr also die ganzen Basics gehört. Aber was ist jetzt... Das ist hier einfach so leicht gesagt. Unter den Normen, unter den rechtlichen Grenzwerten. Die rechtlichen Grenzwerte sind aber, wenn man es vergleicht mit Experimenten, mit Tests an Fröschen zum Beispiel, sind das so hohe Mengen, dass es nur natürlich ist, dass diese Grenzwerte eingehalten werden müssen. Weil wenn man nur an diese Grenzwerte herantritt oder darüber hinaus, dann wäre es ja viel zu offensichtlich, weil es so krass einen Einfluss hat. Nehmen wir nur mal die Pille an. Das kam mir heute erst in den Sinn. Stellt euch mal vor, jemand möchte ein Kind bekommen. Eine Frau nimmt nicht die Pille, sie nimmt kein anderes Verhütungsmittel, der Mann genauso wenig. Und jetzt wollen die ein Kind machen und es klappt nicht. Es klappt einfach nicht. Nach mehreren Wochen denken die, hey, also entweder der Mann denkt dann, hey, ich bin impotent, ich bin zeugungsunfähig, und die Frau denkt das Gleiche. Dann gehen die zum Arzt, die lassen das nicht checken und so weiter. Mir kam das heute erst in den Sinn, ganz spontan beim Telefonat mit einer Freundin. Und überleg mal, wenn man so viel Leitungswasser trinkt, kann es da nicht sein, nur mal angenommen, dass man die Wirkung der Babypille, Antibabypille, aktiviert in sich, obwohl man die gar nicht direkt nimmt, sondern einfach nur täglich trinkt in Form von Leitungswasser. Nicht nur die Frau, sondern auch der Mann. Wenn wir jetzt kein Filtersystem haben, macht euch nur mal die Gedanken darüber. Und ich rede über eine Sache. Es gibt noch so viele Medikamente und Stoffe, sei es irgendwelche Blutdrucksenker, sei es irgendwelche Drogen. Leute, bitte, Drogen. Stellt euch mal vor, jemand spült eine kleine Tüte runter oder eine Tüte was anderes oder irgendein anderes Pulver, und die Kläranlagen sind nicht so krass, wie ihr denkt. Ihr müsst mal Wasser ins Labor schicken und untersuchen lassen und ihr werdet sehen, es gibt schon genug Leute, die das gemacht haben, was da alles drin ist und das nicht alles gefiltert werden kann. Denn die haben nicht die krassesten Filteranlagen. Die haben, naja, es reicht. Auf jeden Fall, was die noch sagt wegen Calcium und Magnesium, finde ich okay. Kann ich jetzt direkt nichts dagegen sagen und kann eigentlich so direkt nicht was dagegen sagen. Also ich stimme einfach dem Ganzen zu, was dann den Kalk angeht, weil das machen ja die meisten Leute eigentlich nur aus Schönheit und Geschmack. Das heißt wegen Kalk, wegen irgendwelchen Wasserkochern und Kaffeemaschinen, die halt zum Beispiel irgendwie, wie soll ich sagen,
sauber bleiben sollen, die nicht kaputt gehen sollen durch das Kalk, weil das irgendwo in irgendeinem kleinen Rohr in dem Gerät selbst stecken bleibt. Ja, ist plausibel, ist logisch. Eigentlich das genaue Problem. Denn hey, es gibt Wasserfilter, es ist nichts Neues. Und dennoch gibt es eben diese eine Firma, oder wahrscheinlich gibt es auch mehrere Firmen, aber diese Firma ist das, was bei mir im Kopf wirklich hängen geblieben ist. Die Firma nennt sich... Was macht fast so viel Spaß wie der lang ersehnte Traumurlaub? Die Vorfreude darauf. Wähle aus tausenden Hotels in sonnenverwöhnten Reisezielen zu sich Aqua Global. Die Aufmache an sich sieht sehr professionell aus. Es geht darum, Wasser zu filtern. Es geht darum, dass man nie wieder Kisten schleppen muss, bla bla bla. Ihr müsst dafür auch einkaufen gehen, ihr müsst halt Kisten schleppen, ihr habt weniger Platz zu Hause. Und es wird mit Floskeln gearbeitet. Sie bestehen zu 70% aus Wasser. Leute, unser Körper besteht aus 70% Wasser. Finden Sie nicht auch, dass Sie Ihrem Körper das bestmögliche Wasser geben, das Ihnen zur Verfügung steht? Ja, tue ich. Durch Leitungswasser. Doch wenn man sich ein bisschen tiefer reinliest, dann wird man doch ein bisschen stutzig, denn die Beschreibungen werden immer kurioser. Ob nun der Mineraliengehalt, die tägliche Verzehrmenge oder aber auch unerwünschte Fremdstoffe in Leitungs- und Flaschenwasser, zu jedem Thema gibt es selbsternannte Experten, deren Meinungen so unterschiedlich sind, dass die Verbraucher zunehmend verunsichert sind. Unglaublich, unglaublich. Diese Grammatik macht mich einfach fertig, jetzt schon. So zeigt eine kürzlich veröffentlichte Studie, dass Plastikflaschen Hormone an das Wasser abgeben. Die Frage ist, auf welche Studie sich hier bezogen werden, da allgemein gar keine Quellen vorzufinden sind. Wenn man nachgoogelt, kann man eine Studie finden von 2009, jedoch lässt sich nicht genau feststellen, dass die Hormone wirklich von der Plastikflasche kamen und es gab auch keine seriösen Arbeiten weiterhin dazu. Und das ist so das Problem, denn genau das ist auch die Richtung, in die das Influencer-Marketing geht. Ich bin ein Typ, ich gucke mir immer gerne Bewertungen an und wenn man auf Trustpilot geht, ist es so, entweder ist es sehr gut oder komplett scheiße. Und das ist eben auch das Problem, dass diese Spanne so groß ist. Es wird von schlechtem Wassergeschmack geredet, es wird von schlechtem Kundenservice geredet, es wird von langen Wartezeiten geredet, dass Produkte nicht zurückgenommen werden. Und das ist ein Problem bei solchen hohen Preisen. Aber warum holen sich das die Leute? Liegt es an den Beiträgen, die Angst schüren, die Influencer posten? Ich meine, das sind Beiträge, die kann man sich mit dem logischen Menschenverstand erklären. Augenärzte wissen Bescheid. Für die Aufbewahrung von Kontaktlinsen raten sie dringend davon ab, Leitungswasser zu benutzen. Wenn dieser Ratschlag nicht beherzigt wird, kann es zu einem Parasitenbefall der Augen kommen. Ja, du brauchst sterile Flüssigkeit für deine Linsen, weil du das auf dein Auge tust und damit das Auge umschließt. Auch eine ganz charmante Taktik, wie ich finde, ist das Beispiel einer Basilikumpflanze. Ich weiß, ich habe auch keinen grünen Daumen. Und ja, mir geht jede Basilikumpflanze ein. Aber ich weiß trotzdem, dass man ganz normales Leitungswasser in diese Basilikumpflanze tut. Und das war's. Oder was meinst du, wie Blumen eigentlich in der Außenwelt überleben? Und auch sich dahin zu stellen und als selbsternannten Gesundheitsexperten von irgendwelchen Leitwerten zu reden oder irgendwelchen Grenzwerten, die man ja selbst ermittelt hat, wo man selbst gemessen hat, so okay. Viele Marken habe ich getestet. Also ich finde es ja schon süß, wie die Sascha hier so krass sich das zu Herzen nimmt. Also jetzt, ich meine es ernst, ne? Und es gibt ja auch dieses Experiment, beziehungsweise es gibt ja diese These von einem bekannten Influencer, von dem ich auch die Meinung sehr stark vertrete, beziehungsweise den ich eigentlich sehr, sehr gut finde, auch supporte. Ich blende das mal eben hier ein. Das ist ein Clip mit der Verweiblichung der Männer durch Hormone. Woher diese Hormone kommen, weiß nur Gott. Wir reden ja hier über Wasser und das sollte eigentlich klar sein, worauf ich hinaus möchte. Ich blende das mal eben ein, soweit ich es finde. Tut mir leid, wenn nicht, aber hier habt ihr es. Geschichte, dass unser Wasser super sauber ist, das ist Bodenseewasser, das hat tolle Lebensmittelqualität und so, ist absoluter Bullshit. Ja?
Beispielsweise, ich halte mich jetzt wirklich super kurz, super einfach. In den Kläranlagen wird in keinster Weise die Östrogene, also das Hormon, das die Frau durch die Pille aufnimmt, und wir wissen, wie viele zigtausend und Millionen Frauen in diesem Land die Pille nehmen, wird nicht rausgefiltert. Chemotherapien, Medikamente, die durch Krankenhäuser in unseren Städten direkt in die Kanalisation weitergeleitet werden, weil die Menschen, die urinieren, die Medikamente rauslassen, ja, die werden ungefiltert ins Leitungswasser zurückgebracht. Sie werden zwar verdünnt, aber sie sind dort noch aufzufinden in teilweise sehr hohen Mengen. In London und in Frankfurt sieht man beispielsweise die deutlich messbaren Anteile von Kokain im Wasser dort. Ich bin ja Angler seit einigen Jahrzehnten und ich tue auch gerne Fliegenfischen in unseren deutschen, aber auch in anderen Ländern in den Flüssen. Und was man immer mehr sieht, ist, dass Forellenpopulationen in den Flüssen zu häufigeren Quoten Zwitter sind, also dass sie kein klar erkennbares Geschlecht mehr haben. Nun glaube ich nicht, dass die irgendwie der LGBTQ-Gemeinschaft angehören oder woke geworden sind. Nein, das hat nichts damit zu tun, sondern einfach, dass die Östrogenwerte, also die Substanz der Pille im Flusswasser so hohe Maße angenommen hat, dass es eben ein immer höheres Maß an Zwittern bei den Forellenpopulationen gibt, die eben sehr, sehr empfindlich auf das Wasser reagieren. So. Und natürlich ist, ja, ich würde jetzt auch bei diesen Preisen aufpassen. Die Preise sind natürlich versehen mit Marketing-Systemen, mit Multilevel-Marketing, mit Network-Marketing. Die eine oder andere ist bestimmt ein Begriff. Denn hier werden dann diese Pyramidensysteme, ist natürlich keine Pyramide und so weiter und so fort. Ihr kennt das. Aber hier werden natürlich dann, der verdient an dem und der verdient an da und ihr bekommt den Rabatt. Und hey, du bist mein Freund, ich arbeite bei Aqua Boreal, ich gebe dir 10% noch drauf und dann zahlst du deine 1,8 anstatt 2. So, das ist ein ganz normales Marketing-System. Es gibt auch günstigere Filter, je nachdem was für ein Produkt. Es gibt einfach nur Aktivkohle mit Mikroorganismen, mit diesen effektiven Mikroorganismen, die dann halt Bakterien und so weiter entfernen, Schwermetalle, Pestizide und so weiter. Die Sachen sind auch wirklich drin und die sind ja auch gesundheitsgefährdet. Das kann man überall lesen und ich habe es zwar noch nicht erzählt, aber ich habe eine riesen Erfahrung gemacht mit Quecksilber und Pilzen, zu der ich irgendwann mal komme. Aber das ist ein sehr, sehr großes Thema in meinem Leben gewesen. Teilweise auch immer noch. Und es gibt auch einfach Umkehrosmoseanlagen, die dann halt Magnesium, Calcium, alles entfernen. Also die machen das Wasser komplett leer. Sodass eigentlich von diesen Parts per Million, ppm, nennen wir das auch, dass davon eigentlich nichts über mehr bleibt. Also meist so maximal 30. So 3 bis 30 ist mal Standard. Aber da ist noch kein Magnesium, Calcium mehr, außer man fügt es halt noch im Nachhinein hinzu. Würde ich jedem raten. Also der Filter an sich sollte das nochmal wieder hinzufügen quasi, ne? Weil sonst dieses destillierte Wasser, das entzieht eurem Körper dann Mineralstoffe, weil es halt verwertet werden muss, beziehungsweise verarbeitet, und das geschieht nur mit Mineralstoffen. Sehr wichtig. Und beides hat seine Daseinsberechtigung, aber dass man jetzt solche krassen Preise dafür verlangt, muss nicht sein, ehrlich nicht. Aber schauen wir mal jetzt endlich weiter. Genug geredet hier. Okay, mit diesem BPM-Messgerät, das hat auch nicht Aqua Global erfunden, das gab es schon viele Jahre vorher auch. So, damit kann man die Teilchen im Wasser testen. Das heißt, je höher der Leitwert, desto belasteter ist das Wasser. So. Bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass mit dem Wert die Leitfähigkeit des Wassers bestimmt wird und nicht beispielsweise wie bei einer chemischen Analyse die Inhaltsstoffe. Das heißt, ja, man kann mit dem Leitwert etwas anfangen, dass ein höherer Wert aber ein Indikator dafür sein soll, dass das Wasser krank macht,
sei wohl eher eine unseriöse Verkaufsmasche. Außerdem bekommt man diesen Test gratis dazu, wenn man sich bei einem Programm bewirbt, um die Dinger zu verkaufen. Kannst du ja für dich machen. Aber wie viel Wahrheit da dran ist und ob du wirklich schlauer bist als jedes Gesundheitsamt und jeder Kontrolleur, der zuständig ist für das Wasser, ich weiß nicht. Denn das im gleichen Atemzug mit einer Werbung zu verbinden, ist schon ein bisschen schwierig. Denn vielleicht gibt es ja doch noch eine andere Motivation. Und zwar, dass man Vertriebspartner werden kann und auf Provision arbeiten kann. Ihr könnt diesen Code beantragen für läppische 30 € und es gibt sogar Tipps von Profis, die für Aqua Global gearbeitet haben und durch 3 Tipps zeigen, wie ihr richtig gute Aqua Global Verkäufer werden könnt. Und dass das schon einen kleinen Beigeschmack hat, ich glaube, das muss ich euch nicht erzählen, oder? Ich möchte keinen Nachgeschmack in meinem Wasser. Ich kann den Unterschied schmecken. Und Angst ist nun mal eine gute Masche, um Dinge zu verkaufen. Und wenn man eben sagt, hey, dein Leitungswasser ist nicht gut, es ist gefährlich, guck mal, was da für Pestizide sind, das ist gesundheitsschädlich und guck mal meine Basilikumpflanze. Julia ist Vizepräsidentin einer Ketchup-Firma. Aber die Masche ist nicht neu, denn auch die Verbraucherzentrale Hamburg warnt schon davor. Bei uns melden sich zurzeit vermehrt Ratsuchende, weil sie befürchten, Wasserschadstoffe im Trinkwasser können ihre Gesundheit beeinträchtigen. Stand 2019. Über Social-Media-Kanäle und im Direktvertrieb wurden ihnen spezielle Geräte empfohlen, die die Qualität von Leitungswasser verbessern sollen. Lassen Sie sich nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Und dass Wasserfilter selbst zu einer Keimschleuder werden könnten, das wurde auch schon bereits oft hinterfragt und festgestellt. Wasser ist ein hochempfindliches Lebensmittel, das eben schnell verdirbt. Und wenn das gefilterte Wasser für längere Zeit im Behälter stehen bleibt, können sich darin Keime vermehren. Leitungswasser muss aber eigentlich gar nicht gefiltert werden. Mit der Zeit kann es zu einem Mineralmangel kommen und das führt zu einer Unterversorgung. Es gibt da einen sinnvollen Tipp, den ich vorhin gehört habe und den ich selber nicht wusste. Und zwar ist es so, wenn Wasser über Nacht steht und man am nächsten Morgen eben Leitungswasser nutzt und sich dadurch ein Glas Wasser eben eingießen möchte, kann es schon dazu kommen, dass Ablagerungen entstehen können, weshalb es einfach wichtig ist, das Wasser durchlaufen zu lassen, bis es einfach regelmäßig kalt ist. Und so könnt ihr sicher sein, dass das Wasser keine Rückstände sonst irgendwas hat. Insofern ein gutes Ergebnis und das sagt uns einfach, erstmal ein bisschen Wasser weglaufen lassen und ein bisschen heißt ungefähr ein halber Liter bis ein Liter. Es ist nur für mich persönlich traurig, dass sowas wirklich Erfolg haben kann. Ich weiß natürlich nicht, wie die Verkaufszahlen sind und klar steht es jedem selbst frei zu, was man kaufen möchte. Nur es ist unglaublich irreführend in meinen Augen. Bereits die Verbraucherzentrale hat davor gewarnt, diese Methode ist nichts Neues und ich weiß nicht, ob vielleicht etwas anderes im Hintergrund steht, beispielsweise die Vertriebsprovision. Es ist ein möglicher Faktor, den ich natürlich nicht belegen kann. Ich finde es schon ein bisschen schwierig, dass man sich da hinsetzt und mit Dingen wirbt wie einer Basilikumpflanze und mit Beiträgen von vor etlichen Jahren wirbt. Ich meine 2008, was ist das für ein Beitrag? Und dass man irgendwelche Quellen nimmt, wo man nicht mal weiß, okay, ist das eine Ärztin? Wer ist das? Was möchte sie genau von mir? Und jeder hat Zugang zum Internet. Leider. Aber genauso hat man auch Zugang zu seriösen Quellen, um das zu wissen. Und wenn man eben eine Werbung sieht, die auf Angst aufgebaut ist, sollte man sich generell hinterfragen, okay, was ist das für eine Werbung? Und ist es sinnvoll, Angst zu schüren und im gleichen Atemzug zu erklären, hey Leute, ich habe hier das sinnvolle Produkt für euch und eure Familie. Jeder soll Aqua Global kennen, jeder soll dieses Gerät zu Hause haben am besten. Und dann würde ich mich im nächsten Schritt direkt nochmal hinterfragen, wem folge ich da eigentlich? Wir reden hier nicht von 14 € Filtern, die man in DM kauft. Wir reden hier von einer Website, die zig Grammatikfehler hat und die mit Influencern arbeitet, die ich nicht kenne und die ich nach der Aktion auch nicht weiterhin kennenlernen möchte. Deswegen seid immer bedacht, wie ihr mir folgt, wen ihr seht, welche Werbung ihr seht und hinterfragt das lieber zweimal, egal was für eine Werbung das ist. Ist es sinnvoll, brauche ich das? Und wie gesagt, sollte man Werbungen auf Angst aufbauen? Einfach nur stark. Einfach nur stark, die Frau. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt mit dem ppm. Und wenn das wahr ist, dass Aqua Global mit dieser Masche arbeitet, hey, guck mal, unser Osmosewasser hat nur 15 ppm und dein Leitungswasser hat 180 oder 500, das variiert je nach Bundesland, dann ist das wirklich eine Verarsche, weil, okay, die haben recht, es filtert die Mineralstoffe da drinnen, sodass der ppm-Wert so sinken kann. Ich meine, sie werben mit dem Ergebnis,
das Ergebnis sagt aber nichts aus über die tatsächliche Bereinigung oder Sterilität des Wassers an sich. Und hier kommen wir zu der Verarsche. Ich kenne das Unternehmen nicht. Ich kenne zwar ein, zwei Vertriebler, die das, ich weiß nicht, ob die das noch machen, aber ich weiß, dass wenn die das machen, dass das schon sehr, sehr falsch ist und wirklich nur auf Verkauf abzielt. Ob das Produkt jetzt wirklich an sich gut ist, weil ich bin ja der Meinung, dass das Leitungswasser wirklich unterste Schublade ist und wirklich gefiltert werden muss, wenn man das benutzt. Nicht nur beim Duschen, weil die Haut ist ja das größte Organ und es saugt ja quasi bis zu 1 Liter Wasser auf, wenn wir duschen. Und wenn wir davon ausgehen, dann ist es wichtig, das Wasser zu filtern. Meiner Meinung nach, jeder kann seine eigene Meinung haben, aber wie gesagt, Hormone, Schwermetalle, Leichtmetalle, Umweltgifte wie Pestizide, Herbizide, Fungizide. Es gibt so viele etliche Medikamente, die da drin gefunden werden. Abschließend würde ich einfach sagen, macht Recherche, macht ordentliche Recherche und verfolgt weiterhin meine Videos. Ich hoffe, die helfen euch und von Herzen alles Gute an euch. Bis zum nächsten Mal.